Ich hatte die Einladung zum Screening bei Ryanair, hatte das bestanden und musste dann noch für meine Ausbildung Geld bezahlen für das sogenannte Type Rating. Was hat das gekostet? 28.500 Euro. Boah. Ja. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Michael Häusl, heute hier bei uns in Plane Talk, ein Mann, der mir ganz besonders am Herzen liegt, denn ich durfte einen Großteil seiner Karriere selbst miterleben, seine Stationen miterleben, seine Sorgen und Nöte miterleben, und heute sitzt ein gemachter Mann von mir, wenn man das so sagen kann. Naja, auf dem Weg, aber auf jeden Fall haben wir schon sehr viele Stationen miteinander erlebt. Ja, aber ich glaube, man darf schon sagen, karrieretechnisch ein gemachter Mann. Also das heißt, jemand, der so viele Stationen durch hat, dass er heute sagen kann, angekommen zu sein, oder? Ja, angekommen stimmt auf jeden Fall. Angekommen stimmt im privaten wie im beruflichen Umfeld zu 100%. Okay. Wollen wir das mal kurz umreißen? Also das heißt, die Stationen nur ganz kurz zu sagen, da wo wir zum ersten Mal Kontakt gehabt haben, das war noch zu der Zeit der Flugschule, oder? Genau, ja. Ich bin gerade mit der Flugschule fertig geworden und das war 2013, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich mich rund um die Welt beworben. Und da waren ja auch noch die Nachwirkungen von der Weltwirtschaftskrise. Niemand hat eingestellt. Und ich habe jetzt mal nachgezählt. Es waren 720 Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Boah. Von den 720 Bewerbungen gab es dann 20 Antworten. 16 davon waren Nein. Und 4 waren eine Einladung zum Interview. Und eine dieser Einladungen war zu Pilot's Eye. Bei uns zum Fliegen anzufangen. Ja, zum virtuellen Fliegen, zum schriftlichen Fliegen. Freut mich, dass wir quasi in gleicher Augenhöhe sind wie eine Bewerbung bei einer Fluglinie. 720 Fluglinien gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Oder waren das Bewerbungen in alle Richtungen? Das waren in alle Richtungen zum Thema Fliegen. Aber es waren hauptsächlich Bewerbungen, also erstmal natürlich bei den Airlines. Dann ging es weiter zu habe ich die Aircraft Owner angeschrieben, also die Betreiber von Privatflugzeugen weltweit, kleinere Airlines weltweit. Und und dann halt alles, was mit dem Fliegen irgendwie zu tun hat, um da Fuß zu fassen. Also das heißt, du hast bei Ryanair angefangen, für sehr wenig Geld oder gar nicht, sprechen wir gleich drüber, dort mal zu fliegen, deine ersten paar tausend Stunden zu machen. Das stimmt nicht, das mit dem wenig Geld stimmt nicht. Nein. Okay. Das war sehr viel Arbeit. Aber okay, sprechen wir gleich. Dann bist du quasi zu einer Fluglinie gegangen, wo es sehr viel Geld gab, aber auch sehr viele Entbehrungen. Ja. War Katar. Richtig, ja. Und jetzt bist du quasi bei einer Fluglinie, die wir alle bestens kennen. Richtig. Leipzig gebased, Fracht. Also das heißt, wo wärst du heute, wenn du noch bei Ryanair wärst? In dieser Krisenzeit? Ich wäre vermutlich in irgendeiner Basis europaweit als Kapitän gebased und würde hoffen, dass ich noch eine Anstellung hätte oder würde in Kurzarbeit sein. Also das heißt, du bist jetzt quasi ein Senior First Officer mit Beschäftigung und das ist besser als ein Kapitän bei Ryanair, der momentan nicht fliegen würde wahrscheinlich. Das mit dem Kapitän hin oder her, man soll ja immer irgendwo sein, wo man sich wohlfühlt, ne? Wo man sich zu Hause fühlt. Ich komme ursprünglich aus Österreich, da gibt es keine Basen von Ryanair und vor allem wäre es auf der Kurzstrecke geblieben und mein Traum war immer schon Langstrecke zu fliegen und den habe ich mir dadurch verwirklicht, dass ich halt dann weggegangen bin. Ist das ein typisches Verhalten, dass man sagt, nö, ich gehe jetzt nicht quasi diesen ersten Weg auf die 4 Streifen, sondern ich schaue mir die Welt noch weiter an, und zwar die Welt natürlich im Sinne von andere Auftraggeber? Ach, ganz unterschiedlich. Also das Schöne an der Fliegerei ist, sie ist ja so vielfältig und so unterschiedlich und es gibt so viele unterschiedliche Karrieren und Typen Mensch. Da gab es alles. Also ich hatte gute Freunde, mit denen bin ich schon als Kapitän geflogen, also die waren mein Kapitän quasi und wir sind zusammen geflogen. Und die sind dann später wieder als First Officer irgendwo auf die Langstrecke gegangen, die haben den Schritt gemacht. Freunde von mir haben sehr schnell ihr Upgrade zum Kapitän erhalten und sind dann
dabei geblieben. Ich habe eine Konversation miterlebt, die ich heute sehr gut nachvollziehen kann, dass Joe Moser, damals Flight Operations Chef von Aerologic damals schon, gesagt hat, ach Michael, geh doch mal zu Ryanair und flieg deine ersten 500.000 Stunden. Genau, und wenn du dann noch immer nichts kaputt gemacht hast, kannst du zu mir kommen. Ganz so war es nicht, aber die Situation war sehr interessant, weil ich mich damals auch bei Aerologic beworben hatte, eben als Second Officer, also als jemand, der dann noch nicht starten und landen darf, der quasi im Reiseflug als Relief, als Ruhepausenvertretung für den First Officer da gibt es einen Flug von uns, da gibt es den Wolblensky nach Hongkong, der genau so eine Funktion innehatte. Genau, und da hatte ich mich drauf beworben nach der Flugschule. Ich hatte aber die Einladung zum Screening bei Ryanair, zum Interview, früher bekommen, hatte das bestanden und musste dann noch für meine Ausbildung Geld bezahlen für das sogenannte Type Rating, für die Typenberechtigung, für die Boeing 737. Was hat das gekostet? Das waren damals 28.500 €. Boah. Ja. Und war im Nachhinein aber eine sehr gute Investition. Man hat das auch. Warum hat die Ryanair nicht bezahlt? Weil ich meine, das ist doch quasi mandatory, notwendig, ja, lebensnotwendig, sonst kann man ja nicht dort 37 fliegen. Also Angebot und Nachfrage. Ne? Also okay. Es gab dann eine Zeit, wo das wieder bezahlt wurde, wo halt sehr wenige verfügbare Piloten waren, wo die Luftfahrtbranche sehr stark expandiert ist. Und damals war das halt nicht so. Ich war, glaube ich, einer der Letzten, die eingeladen wurden zum Screening, bevor dieses Screening-Portal zugemacht wurde für eine Zeit, weil die einfach keine Leute gebraucht haben. Und dann ist es natürlich aus kaufmännischer Sicht für die Airlines sehr clever eigentlich, muss man sagen, dass man diese Trainingskosten auslagert. Wurden deine 28.000 da von Ryanair ausgelegt und du musstest sie dann abarbeiten oder musst du die wirklich Cash hinlegen? Ich musste die Cash hinlegen, ja. Das war natürlich Du bist von der Uni gekommen, du hattest ja jetzt nicht wirklich irgendwas erarbeitet. Nee, ich hatte überhaupt keine Kohle. Hast du einen Kredit aufgenommen? Ich habe einen Kredit dafür aufgenommen, ja. Pilotenkredit, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals gab es das eben genau für diesen Spezialfall Pilot. Ausbildung, hohe Investitionssumme, die ersten Jahre in der Ausbildungszeit kein Gehalt, die das gemacht haben. Und das war dann natürlich ein bisschen höherer Zinssatz, aber sie haben es gemacht. Also statt 2%, 4% oder wie? Aber hoffentlich keine 14%. Nee, 14 waren es nicht, aber damals waren das, lass mich lügen, 6,5, 7% vielleicht, die ich da bezahlt habe. Im Endeffekt war es ein guter Deal für mich, weil ich hätte es sonst nicht machen können. Ich habe keine Millionen zu Hause auf der Bank liegen. Ich habe das aus eigener Tasche gemacht. Und und das hat funktioniert. Okay, also das heißt, du hast 100.000 € dir aufgenommen, hast sie investiert in deine eigene Ausbildung, hast dann dein Type-Rating gemacht und dann hast du bei Ryanair deine erste Chance bekommen. Richtig, ja. Weil du dieses Type-Rating auch mitgebracht hast. Die haben dir genau gesagt, was sie wollen. Genau. Okay, so und dann waren mal 100.000 weg und dann war dein Anfang bei Ryanair und du musstest gleich ins Ausland gehen, musstest gleich eine Ich-AG gründen. Also wie bist du dir da vorgekommen? War das trotzdem noch immer, ja, das ist es oder zögerliches, war das richtig, was ich da gerade vielleicht entschieden habe? Also Zweifel hat man natürlich immer, aber es gab dann auch irgendwie keinen Weg mehr zurück. Der einzige Weg war Angriff nach vorne. Okay. Und dann hat das mit Ryanair super Sinn gemacht. Die haben ein ausgezeichnetes Trainingsdepartment, ausgezeichnete Wartung der Flugzeuge. Die Arbeit im Cockpit war sehr gut, war sehr entspannt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und man kriegt als Junger sehr viel Erfahrung. Michael, das klingt jetzt so, als wenn du noch irgendwie von der PR-Abteilung irgendwelche Kleinigkeiten bekommst. Das glaube ich nicht. Man liest nur Schlechtes über Ryanair. Ich will jetzt auch nicht bashen, aber was ist da? Ich meine, du musst Geld auf den Tisch legen. Du hast das Aber nicht abgewartet. Okay, Entschuldige. Ich war jetzt vorlaut. Aber die Verträge waren sehr fragwürdig teilweise. Also, so wie du gesagt hattest, Ich-AG in Irland, die ganze Steuersituation, das war alles, wurde quasi zur Selbstverantwortung gemacht und ich bin kein ausgebildeter Fachanwalt für internationales Steuerrecht, wie so die wenigsten Piloten das sind und das war schon teilweise relativ konfus, was da genau wo abzugeben ist und wo man seine Steuern bezahlt, wo man Sozialversicherung bezahlt. Österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Spanien, irisch zugelassene Flugzeuge,
für eine Firma mit Niederlassungen in der UK und selbst angestellt bei einer Ein-Mann-Firma in Irland. Wo zahlst du jetzt was? Ne? Das waren so Fragen, die man sich stellt. Das war auch. Hast du selber Probleme mit deiner Steuererklärung bekommen? Probleme habe ich keine bekommen. Ich habe das ging sehr einfach mit den spanischen Behörden da zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass es Probleme in Deutschland gab, dass da sehr viele Leute. Also mit Kollegen, die in Deutschland gebased waren? Ja. Genau. Auch von der steuerliche Probleme bekommen haben. Ich meine aber, dass das so ausgegangen ist, dass man dann nicht versucht hat, den Einzelnen zu bestrafen, sondern die sind dann quasi auf die Root Cause, wo kommt die Ursache her? Und ich meine, mittlerweile gibt es da eine Lösung. Und ich meine, die Verträge, die es heute in Ryanair gibt, sind auch nicht mehr die es damals gab. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe ja das Gefühl, alles, was du gerade erzählt hast, war nicht dazu, um dem Piloten selbst zu schaden, sondern quasi Schlupflöcher zu finden, vielleicht weniger Steuern zu zahlen. Aber das hat nichts an deiner Tätigkeit quasi oder an der Sicherheit deiner Tätigkeit verändert. Überhaupt nicht. Es gab, jede Firma hat immer ihre Baustellen und es gab in Ryanair gewisse Baustellen, die waren halt eher im vertraglichen Bereich. Mit der Sicherheit wurden da keine Abstriche gemacht. Für einen normalen Konsumenten ist quasi eine Billig-Airline meistens auch verbunden mit schlechter Wartung, aber dem widersprichst du komplett. Absolut. Man kann sich zum Beispiel EasyJet anschauen auch. Die haben, soweit ich das beurteilen kann, so wie Ryanair auch, ausgezeichnete Wartung, aber haben zusätzlich noch humanere Verträge, sage ich mal. Da sind auch viele Kollegen hingegangen, mit denen dann besser umgegangen wurde einfach. Und das Ryanair war ein sehr tolles Sprungbrett, um am Anfang anzufangen, um in die Startlöcher zu kommen, um sehr schnell auf Stunden zu kommen, um sehr schnell Erfahrung zu sammeln, um sehr viele verschiedene Plätze anzufliegen, große Plätze, kleine Plätze, um interessante Anflugsverfahren zu fliegen, die man so vielleicht gerade in der Langstrecke nicht mehr macht. Sehr vieles visuelles Fliegen, sehr viel ohne Autopilot. Es war einfach eine Chance, sehr schnell gut zu werden, auch in dem Job, den man macht. Und das hätte auf der Langstrecke sehr viel länger gedauert. Und da führt der Bogen jetzt wieder zurück auf dieses Interview bei Aerologic. Ich hatte nämlich eine Woche, bevor ich dieses Interview hatte damals, diese 28.000 € bezahlt für das Type-Rating, hatte schon einen Starttermin bei Ryanair und dann kam plötzlich die Einladung zu Aerologic. Und ich dachte, ich habe mich über jede Einladung gefreut, aber über die habe ich mich damals nicht gefreut und habe mir gedacht, oh je, was machst du jetzt? Ne? Wenn du das jetzt absagst, die laden dich nie wieder ein. Ne? Wie hast du es gelöst? Hast du eine Mail geschrieben, hast du angerufen, hast du gesagt, hey, 1000 Dank, hast du versucht, einen Kompromiss zu finden oder hast dich einfach nicht gemeldet und bist nicht hingegangen? Nee, also das wäre die schlimmste Art gewesen, glaube ich. Ich bin tatsächlich hingegangen, habe das ganze Auswahlverfahren gemacht und dann, ich dachte mir fast schon, naja, vielleicht bestehst du es ja auch nicht. Na, jetzt schaust du erstmal. Hast du dich extra blöd angestellt? Nee, das habe ich nicht getan. Und dann war dieses Interviewgespräch eben, da war auch Joe Moser anwesend und dann habe ich irgendwann gesagt, so ja, sorry, da gibt es noch etwas, was wir besprechen müssen. Ich muss beichten. Ich habe letzte Woche bei Ryanair unterschrieben, würde aber viel lieber hier arbeiten. Wie lösen wir das Problem? Habe den Ball so ein bisschen zurückgespielt und dann gab es natürlich erstmal lange Gesichter. So, ja, warum bist du jetzt überhaupt hier? So quasi, warum, das wurde mir nicht gesagt, aber so, warum verschwendest du unsere Interviewressourcen auch? Genau. Ne? Muss man ja auch bedenken. Das war ja auch nicht meine Absicht. Und der Kompromissvorschlag kam dann tatsächlich vom Herrn Moser, der dann irgendwann mal auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, weißt du was, du gehst jetzt erstmal Kurzstrecke fliegen und dann in ein paar Jahren kommst du einfach zu uns. Und genau so war's. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Heute mit Michael Hössl, 31 Jahre alt. Eigentlich könnte er schon Kapitän sein, aber er hat sich in seiner Karriere dafür entschieden, doch noch vielleicht ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, obwohl man natürlich sagen kann, als Pilot sieht man schon eine Menge von der Welt. Die Langstrecke ist heute sein Zuhause, aber der Weg, wie er quasi dorthin gekommen ist, die wollen wir noch ein bisschen skizzieren. Was war denn das Härteste in der Zeit, wo du da bei Ryanair geflogen bist, wo du sagst, das muss ich heute nicht mehr haben? Das war jetzt keine spezielle Eigenschaft von Ryanair.
Im Endeffekt war das die Kurzstreckenfliegerei, die einfach für mich persönlich nicht das ist, was mir Spaß macht. Andere sagen, es ist wunderbar, weil da kommen sie Genau. auf mehr Starts und Landungen und dann sind sie quasi ein bisschen mehr im Stress und auf der Langstrecke schläfst du ein oder was auch immer. Also was hat dir nicht gefallen in der Kurzstrecke? Diese hohe Anzahl von Starts und Landungen in kurzer Zeit. Das ist für den Anfang toll, man kriegt die Erfahrung, pipapo, aber irgendwann geht das einfach auf die Substanz und es ist einfach ein hartes Arbeiten. Man weiß schon öfter nicht mehr nach der Landung, wo man überhaupt war. Man weiß nicht mehr, mit wem man geflogen ist. Man erzählt Sachen Hast du falsche Sachen gesagt? Herzlich willkommen am Flug nach Berlin und du bist aber... Das ist jedem schon mal passiert. Ja? Das ist jedem schon mal passiert. Und was passiert dann? Macht man dann nochmal eine Durchsage und sagt, tut mir vielmals leid? Natürlich, dann versucht man sich vielleicht mit einem netten Spruch rauszureden. Okay. Die Passagiere schmunzeln dann immer. Was war dein Spruch? Sowas so nach dem Motto Barcelona, Berlin, Hauptsache Italien oder so irgendwas. Okay. Wie viele Stunden hast du bei Ryan gemacht? Also was war quasi deine Ochsentour? Was war quasi deine Grundausbildung? Ich bin bei Ryanair knapp 3000 Flugstunden geflogen auf der 737. In welchem Zeitraum? Innerhalb von 3,5 Jahren. Okay. 4 Jahren. Innerhalb von 4 Jahren, ja. Okay. Toll, dass du da ja schon nach 4 Jahren in die Nähe des Kapitäns gekommen bist, Ja. Weil bei der Lufthansa hättest du nochmal 4 Jahre drauflegen müssen. Ich glaube viel länger. Also Oder länger? Die Okay. Kapitänswertung bei der Lufthansa dauert ja, ich glaube, sind es 15 Jahre, ist so immer zwischen 10 und 15 Jahren. Okay. Aber gut, da kenne ich mich Findest jetzt du nicht das aus. gut, dass man nach 4 Jahren im Idealfall oder nach 5 Jahren mit knapp 30 schon Kapitän werden kann? Ja und nein. Ich bin der jüngste Kollege, mit dem ich geflogen bin, der jüngste Kapitän war 25. Das war ein exzellenter Typ, fachlich, fliegerisch und menschlich. Aber ich glaube, es ist nicht etwas für jeden, weil man braucht doch eine gewisse Reife. Ich weiß nicht, ob ich es mir damals zu dem Zeitpunkt zugetraut hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war noch zu jung. Und zwar welche Reife? Nicht die technische Reife? Ja, die persönliche, einfach die Lebenserfahrung, einfach eine gewisse persönliche Weltanschauung und Reife, die man an den Tag legt. Weil als Kapitän ist man ja nicht in erster Linie Pilot, sondern in erster Linie Manager. Man managt ein Team, das größer oder kleiner sein kann, je nachdem. Bei der Fracht ist es dann eher kleiner. Auf Passagierfliegern ist es dann relativ groß. Bei Katar sind wir mit teilweise 20 zu 20 geflogen, also mit 4 Piloten im Cockpit und 16 Flugbegleitern. Ich glaube, es ist ein sehr persönlicher Reifeprozess. Manche erlangen das vielleicht früher, manche später, manche gar nicht. Es ist sehr abhängig von der Person. Also ich habe sehr junge Kapitäne getroffen, die ausgezeichnet waren in dem, was sie gemacht haben. Ich habe sehr alte Kapitäne getroffen, die nicht ganz so ausgezeichnet waren in dem, was sie gemacht haben. Okay. Aber es ist natürlich von der Airline ein großer Vertrauensbonus, der einem entgegengebracht wird, wenn man so jung so ein teures Flugzeug mit so vielen Menschenleben an Bord auch oder so in der Fracht jetzt dann auch Materialwert und trotzdem Menschenleben an Bord in die Hand gelegt Aber danke, Michael, weil jetzt beginne ich umzudenken, weil das heißt, wenn ich heute als Passagier einen sehr jungen Kapitän treffe, irgendwo sehe, dann muss es eigentlich Vertrauen einflößen, weil der wäre niemals so jung Kapitän geworden, wenn er nicht exzeptionell wäre. Kann ich das deinen Worten entnehmen? Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, ich glaube, dass es schwieriger ist, als junger, sage ich nochmal, unter 30er Kapitän zu werden, eben genau wegen dem, wenn man dann auch noch ein sehr junges Aussehen hat, dann macht es das nochmal schwieriger. Weil man muss ja auch den Respekt der Crew haben. Man muss ja auch die Leute führen können. Und wenn dann der Großteil der Besatzung älter ist als man selbst, das macht es nicht leichter. Im Gegensatz, das macht den Job sehr schwer. Und da habe ich Beispiele gesehen, die das ausgezeichnet gelöst haben. Für mich ist diese ganze Zeit als erster Offizier zu fliegen wie eine sehr lange Lehrzeit, in der man sich von Kollegen, die ihren Job ausgezeichnet oder gut machen, gewisse Sachen abschauen kann, gewisse Methoden abschauen kann, wo man denkt, so will ich das später auch machen, so will ich das einmal machen, so will ich sein. Das geht dann auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und dann gibt es auch die Kollegen, wo man lernt, so will ich das auf keinen Fall machen. Und von denen lernt man fast noch mehr als von den Kollegen, die das richtig gut machen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de.
Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. Heute mit Michael Hössl, ein Pilot, wo man durchaus sagen könnte, der schon weit gereist ist, aber damit meinen wir natürlich nicht die geflogenen Meilen, sondern damit könnte man sagen, 3 Arbeitgeber in relativ angepasster Zeit ist eine ganz hervorragende Sache. Über Ryanair haben wir gesprochen. Jetzt waren die 3000 Stunden voll, 4,5 Jahre hinter dir. Deine Entscheidung, dass du nicht Kapitän wirst, auch getroffen. Ja. Und jetzt gehst du plötzlich nach Doha und lässt dich dort quasi mit Gold aufwiegen. Ja, schön wäre es gewesen. Nee, es war natürlich schon, die Bezahlung war sehr gut. Doha war eine sehr interessante Erfahrung, sehr vielschichtige Erfahrung und eine Erfahrung der Extreme, positiv wie negativ. Ist man dann plötzlich am Markt quasi freiwillig für die großen Fluglinien, die genau das suchen, jung, unverbraucht und nichts kaputt gemacht? Genau so war es auch. Ja. Ich hatte zu der Zeit auch das Glück, genau in eine Phase des Marktes zu kommen, wo sehr, sehr viel Bedarf da war, sehr viel Wachstum weltweit stattgefunden hat und man Piloten mit Erfahrung oder mit meinem Erfahrungsschatz zu der Zeit gesucht hat, genau. Und ich wurde dann tatsächlich angesprochen von Recruitern, damals war das aber von Emirates, die mich einladen wollten zu einem Vorstellungsgespräch nach Dubai. Und dann kam wieder so ein bisschen das Ziel mit der Langstrecke und ich dachte mir, was ist jetzt der nächste Schritt? Dann habe ich mir auch die Dienstpläne angeschaut, wie da geflogen wird. Und habe mich dann, zu dem Zeitpunkt war Katar von den Dienstplänen sehr angenehm und habe mich dann dafür entschieden, eben nach Doha zu gehen und da eben Langstrecke zu fliegen und nicht nach Dubai. Wir müssen über das Finanzielle sprechen. Wie viel mehr war es als bei Ryanair? Das Dreifache. Wow. Ja. Also entweder bei Ryanair so extrem schlecht zahlt. Das stimmt nicht. Ne? Also das mit dem extrem schlecht zahlen. Ist es ein Geheimnis, was man da verdient, wenn man jetzt quasi mit 3000 Stunden bei denen als FO anfängt? Das ist ein Geheimnis für jeden, der da fliegt, weil jeder zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, einen anderen Vertrag hatte. Okay. Also immer nach Ausverhandeln. Ich habe mal einen Schnitt über die Jahre gemacht. Ich habe abzüglich aller Kosten, die ich hatte, man muss ja dann auch seine eigene Uniform kaufen, man muss seine eigenen Hotelzimmer buchen. Sachen, die in normalen Airlines nicht gibt. Ich habe im Schnitt, ich glaube, 4.500 € nach Steuern verdient. Okay, netto. Pro Monat? Genau. Also das sind 50, 60 im Jahr. So in etwa, ja. Als FO. Also das heißt, beim Dreifachen sehen wir dann im Jahr bei 180. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel man geflogen ist. Aber wenn man das ganze Paket zusammenzählt, mit Pensionsgeld, was eingezahlt wurde, mit allen, man kommt ungefähr in die Richtung, vielleicht war es ein bisschen weniger, vielleicht war es das 2,5-fache. Aber man kommt in eine Richtung, wo man merkt, man verdient mehr als der Bundespräsident und sich dann überlegt, was passiert jetzt eigentlich? Und da kommt auch die nächste Gefahr, sich dann verleiten zu lassen, dieses Geld sofort wieder auszugeben. Man hat das bei vielen Kollegen gesehen, die waren noch keine Woche in Doha, hatten aber schon den neuen Porsche vor der Tür stehen, hatten das Boot, hatten dieses, hatten jenes. Wir sind damals zum Glück nicht in diese Falle getappt und haben tatsächlich gesagt, das Ziel dahin zu gehen ist, Geld zu sparen, den Ausbildungskredit zurückzuzahlen und ohne Schulden zurück nach Europa zu kommen. Okay, wer hat dir dabei geholfen, quasi den Boden nicht zu verlieren? War das deine Ausbildung, deine Frau? Das war definitiv meine Frau. die wir jetzt nicht sehen, die da hinten sitzt und jetzt gerade sehr lächelt. Das heißt, sie führt die Konten, du bringst das Geld und sie verwaltet es. Nein, so ist es nicht. Ich hatte das große Glück, eine sehr hübsche und sparsame Frau geheiratet zu haben, die auch nie den Boden unter den Füßen verloren hat. Auch egal, wie viel Geld da im Monat reingekommen ist, hat die immer geschaut, dass wir so bleiben, wie wir es auch vorher waren. Und das hat uns auch mental gut getan, dass wir eben nicht in diese Falle getappt sind. Und ihr habt auch wiederum Entbehrungen hinnehmen müssen, weil das Leben in Doha nicht unbedingt das angenehmste ist. Ja. Wie ist es entstanden, dass ihr quasi immer einen gepackten Koffer da stehen hattet? Wir hatten unseren Notfallkoffer. Es kam in diesem Teil der Welt, das ist jetzt nicht spezifisch für Katar, das ist, kann man auch Copy-Paste zu Emirates übertragen oder zu Etihad übertragen. Oder es ist die Mentalität, die dort vorherrscht, dass man Arbeiter ist,
der einen gewissen Job zu erfüllen hat. Und wenn dieser Job erledigt ist, dann geht man nach Hause. Get out of the country. Genau so ist es. Und dieses Get out of the country kann je nach Vorfall relativ schnell passieren. Es gab Kollegen, die mussten innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Was haben die gemacht? Gibt es ein Beispiel? Ich bin jetzt Arbeiter am Flughafen und fahre irgendwie mit meinem Catering-Fahrzeug gegen ein Flugzeug und mache irgendwie einen Millionenschaden. Das wäre ein Brief nach Hause. Bin ich da raus? Also sobald innerhalb von 24 Stunden? Je nachdem, aber kann durchaus sein, dass es 24 Stunden sind. Schaden am Flugzeug war meistens, was ich mitbekommen habe, ein Brief nach Hause. Okay. Ob verschuldet oder unverschuldet, wurde dann geklärt oder auch nicht geklärt, aber man war dann relativ schnell weg. Das muss einem auch klar sein, wenn man in diesem Teil der Welt arbeitet, dass das immer nur auf Zeit ist und man nie sich zu sehr zu Hause fühlen sollte, weil man ist entbehrlich. Führt es auch zu einem angstvolleren Leben, wenn ich quasi ans Gate fahre, meine Maschine ausschalte? Was ist so der erste Gedanke? Oh Gott sei Dank, ich fliege morgen nicht raus. Tatsächlich, ja. Also bei sehr vielen Kollegen war das tatsächlich so. Man hat auch gemerkt, dass die sehr vorsichtiger und auch angstvoller in den Berufsalltag gehen. Ist da die Fehlerquote nicht dadurch höher, wenn Angst mitregiert, so starke Angst? Das würde ich definitiv sagen. Also ich fand es entspannter, mit Kollegen zu fliegen, die diese Angst eben nicht hatten, die Vorkehrungen getroffen haben. Wenn diese Angst mitgeflogen ist, waren das sehr lange Tage. Aber wenn man jetzt so zurückschaut, wie viele Jahre habt ihr euch am Anfang von quasi Doha gegeben und wie lange seid ihr dann wirklich da geblieben? Das ist eine ausgezeichnete Frage, weil die Frage haben wir uns selbst gestellt, am Anfang und auch am Ende. Ich meine, als wir hingegangen sind, wäre das Ziel 5 Jahre gewesen. Als wir dann gegangen sind, war so der Eindruck, es hat genau gepasst. Wie lange wart ihr jetzt im Endeffekt da? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Nach 2,5 Jahren hat es dann gereicht. Der Grund dafür war einfach die hohe Arbeitsbelastung, die vor Ort geherrscht hat. Ich bin höher als bei Ryanair? Wesentlich höher. Wesentlich höher. Man hat sehr viele Langstreckenflüge in einem Monat gemacht. Ich wusste damals noch nicht, was es heißt, Langstrecke zu fliegen, was es heißt, Ultralangstrecke zu fliegen. Aber ein Beispiel wäre, man fliegt nach Auckland in Neuseeland. Das war damals der längste Linienflug der Welt. Das sind, glaube ich, von Doha waren das 8.500 nautische Meilen, also 15.000 Kilometer plus minus nonstop. Das waren 18 Stunden Flugzeit. Und dann kommt man... Mit 777? Mit der 777, genau. Man kommt dann zurück. Er hat 3 Tage vor Ort in Doha und fliegt dann nach Los Angeles, was auch 16,5 Stunden von Doha aus sind. Aber genau in die andere Zeitzone. Genau in die andere Zeitzone. Und man merkt es am Anfang noch nicht, diese Ermüdung, wir nennen das Fatigue, die sich akkumuliert über die Jahre und über die Flugstunden, die man fliegt. Und für mich der ausschlaggebende Punkt war, wenn man nicht mehr mit Freude zur Arbeit geht, wenn man nicht mehr gerne zur Arbeit geht, dann sollte man will ich immer versuchen, was zu ändern. Und mir war einfach klar, dass ich unter dieser Arbeitsbelastung nicht weiterfliegen konnte. Und vor allem, wenn man bezeichnet, dass man den Traumberuf gefunden hat. Also eben, das ist ja das Wichtige dabei. Eben, ja. Bitte, erklär uns Fatigue. Wie würdest du einen blinden Fatigue erklären? Diese Ausgelaugtheit, diese Unachtsamkeit, jeder kennt es, wenn man vielleicht sich jetzt müde an Steuer setzt, müde auf der Autobahn ist und dieses Gefühl mal 100 multipliziert einfach. Ein Gefühl, dass man selber merkt, man kann nicht mehr so handeln, wie man normalerweise handeln würde. Man ist eingeschränkt in dem, was man wahrnimmt, was man tut, was man macht, was man sagt. Und wenn ich mir jetzt Fotos aus der Zeit ansehe, dann erschrecke ich mich fast von mir selbst. Ringe unter den Augen, nehme ich an. Ja, die habe ich sowieso als Langstreckenpilot, aber noch viel ausgeprägter. Okay, was hast du da noch gesehen auf den Fotos? Oder was siehst du da auf den Fotos? Einfach eine komplette Unentspanntheit, eine Müdigkeit in den Augen, einfach der Glanz aus den Augen ist weg, der Spaß an der Arbeit ist weg. Es ist einfach nur noch ein Dahinschleppen. Also um uns ein Gefühl zu geben, das, was du in einem Monat jetzt bei Aerologic fliegst, bist du in 2 Wochen bei einem deiner vorherigen Arbeitgeber geflogen. Richtig. Genau, so war das teilweise. Es gab auch sehr lange Umläufe teilweise, wo man durchaus 16 Tage nicht zu Hause war, dann 3 Tage zu Hause wieder hatte und dann wieder 16 Tage irgendwo hingeflogen ist. Was natürlich auch auf das Familienleben geht, sage ich, auf die Beziehung, auf die Gesundheit. Um es kurz zu machen, ich war dann einfach
zu allen Geburtstagen immer unterwegs, zu allen Feiertagen immer unterwegs. Natürlich gehört das in gewissem Rahmen zur Berufsbeschreibung des Piloten dazu, so wie es auch für einen Krankenpfleger, so wie es auch für einen Arzt zur Berufsbeschreibung gehört. Wenn das dann aber alle Geburtstage und alle Feiertage und alle eigenen Geburtstage und man eigentlich nur noch arbeitet, dann ist das einfach nicht mehr gesund und für mich persönlich auch der Grund gewesen, die Firma dann zu verlassen. Er ist den harten Pilotenweg gegangen und sagt, es hat sich ausgezahlt. Von Ryanair über Qatar Airways zu Aerologic. Heute im Plane Talk. First Officer Michael Hössl. Heute mit Michael Hössl, der von sich selber sagt, es gibt Wichtigeres, als dem Geld nachzulaufen. Was ist der Vorteil daran, eben jetzt bei einer Fracht-Airline zu sein? Wir wissen, ihr habt natürlich momentan so viel zu tun wie noch nie. Ja. Ihr nehmt, glaube ich, sehr viele Piloten momentan sogar auf. Ja. Wie fühlt sich das für dich heute an? Hast du quasi auf die richtige Farbe gesetzt oder auf die richtige Zahl im Lebenscasino? Ich hatte einfach extrem viel Glück, muss ich sagen. Ich sehe diese Lage ja jetzt im Moment bei meinen Freunden, bei meinen Kollegen, die in der Passagierfliegerei unterwegs sind oder im Ausland unterwegs sind, die dann auch die Ersten sind, die sofort diesen Einbruch zu spüren kriegen. Und ich hatte das extreme Glück, dass ich bei Qatar Passagiere und Fracht fliegen durfte und den direkten Vergleich hatte, auf dem gleichen Flugzeug, gleiche Destination und durfte diesen direkten Vergleich fällen. Und ich habe mich erst gegen das Frachtfliegen gesträubt. Ich wollte das nicht machen. Ich dachte, dass mir dieses Crewleben fehlen wird, dass mir der Kontakt zu den Leuten fehlen wird. Und dann hatte ich dieses Frachtertraining und diese Frachterumschulung. Und dann hat mir das auf einmal so extrem gut gefallen, dass ich mir dann nur noch Frachterumläufe gewünscht habe. Und dementsprechend kam auch der nächste Schritt klar. Ich hatte die Typenberechtigung schon für die 777. Aerologic ist ein großer 777-Operator in Europa. Deswegen und ich hatte den persönlichen Kontakt auch schon und auch das Versprechen abgegeben, ja, irgendwann wieder zu kommen. Und dann war das ganz klar, wo ich mich bewerbe. Und das war eine E-Mail. Hallo Joe, da bin ich, oder? Oder musstest du eigentlich dieses Assessment wieder durchlaufen? Ich musste das nochmal machen, ja. Okay. Ich musste das, wäre ja vielleicht auch unfair gewesen den anderen Kollegen gegenüber. Ich habe das nochmal gemacht, als hätte ich mich noch nie beworben gehabt. Die waren natürlich, glaube ich, auch froh drüber, jemanden zu haben, der schon genug gesehen hat, um nicht gleich wieder irgendwo anders seinen Träumen nachzurennen. Ich habe auch nach einem Arbeitgeber gesucht, wo ich langfristig bleiben kann, nach einer, so wie du gesagt hast, nach einer Station, um anzukommen. Und das habe ich bei Aerologic definitiv gefunden. Michael, ich möchte jetzt gerne zum Schluss ein paar kurze Antworten. Heimatflughafen. Leipzig. Alter. 31. Flugstunden. 5400. Lieblingsdestination. Zu Hause. Längster Flug. Auckland mit 18 Stunden 30. Zweimann- oder Dreimann-Cockpit? Dreimann-Cockpit, hat man mehr zum Quatschen. Frauen im Cockpit? Immer wieder gerne, man unterhält sich über komplett andere Dinge. Was ist der größte Irrglaube beim Beruf des Piloten? Da gibt es diesen Satz, Money for nothing und Chicks for free. Wenn man den Beruf des Piloten erwählt, wegen den Streifen an der Jacke und den vermeintlichen Flugbegleiterinnen, die einem nachlaufen, dann sollte man sich seine Berufsplanung nochmal überdenken. Wenn du dir es aussuchen könntest, Engine Failure oder Rapid Decompression? Oh, auf jeden Fall Engine Failure. Weil? Da muss man ja immer auf Holz klopfen. Ist mir beides noch nie passiert. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, dem sind schon 3 Rapid Decompressions passiert und der hat gemeint, es kann sein, dass einem das Trommelfell platzt, es kann sein, dass man sich übergibt. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube, habe ich mir sagen lassen. Und ein Engine Failure ist ein Standardverfahren, was man im Simulator übt. Wobei hattest du es zuletzt richtig lustig im Cockpit? Das Schöne ist, man kann sich immer einen Spaß machen. Also da gibt es ein paar Kollegen, wenn man mit denen fliegt, weiß man, man schaut nicht mehr auf die Uhr. Der Flug erledigt sich von alleine. Und das ist zum Glück, die Stimmung in der Firma ist ausgezeichnet. Wir verstehen uns einfach und der Tag vergeht. Und die letzte Frage, die in diesen Tagen die allerschwierigste ist, was würdest du heute einem 18-Jährigen sagen? Und zwar unter Maßgabe Corona, unter Maßgabe 1100 Piloten raus bei der Lufthansa, 700, die in der Schule nicht wissen, ob sie weitermachen. Das ist eine extrem schwierige Situation. Mein Ratschlag oder das, was ich in der Situation vielleicht selbst machen würde, wäre mir erstmal ein zweites Standbein zu sichern, bevor ich mit der Ausbildung anfangen würde.
Der Beruf des Piloten ist nach wie vor extrem mit Leidenschaft verbunden, mit tollen Erlebnissen und tollen Sachen verbunden, auch mit sehr vielen negativen Sachen verbunden. Wie man jetzt gerade sieht, man ist der Erste in der Krise, der quasi um seinen Job bangen muss. Ich würde mich, wenn ich jetzt 18 wäre und jetzt gerade mich dazu entscheiden müsste, Flugschule oder nicht Flugschule, ich würde den Traum nicht aus den Augen verlieren. Ich würde aber erst mal schauen, dass ich vielleicht ein Studium mache, eine Ausbildung mache, auf die man zurückfallen kann. Weil so ein zweites Standbein, das hat noch niemandem geschadet. Ein wunderschönes Schlusswort, Michael. Ich danke dir vielmals. Du hast uns einen hervorragenden Einblick gegeben in eine Karriere, wie man etwas richtig machen kann. Herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.